Also den Ratschlag, das ist eigentlich, der begleitet mir das ganze Leben, also es wird schon irgendwie werden. Also das ist eigentlich das, was ständig präsent ist, weil ich weiß, manches braucht ein bisschen Zeit, manche Sachen brauchen Zeit, dass bei mir mal sickern und dass ich es auch akzeptiere, aber dass irgendwann einmal wird und dass eigentlich das Leben extrem viel Spaß macht, wenn man seiner Berufung nachgehen kann. Ich bin der Stefan Bachinger, studiere jetzt momentan Gesundheit und Krankenpflege an der FH Campus Wien und bin momentan im 6. Semester, also bald vom Abschluss. Also das Coolste an dem Studium ist wirklich, wenn man alleine in ein Patientenzimmer geht oder in ein Gespräch und einfach reden kann, also das Caring, wie man es vielleicht in der Definition sieht, und einfach der Mensch einem so viel offenbaren kann und dann eigentlich man mit der Pflege, mit den Werkzeugen so viel bewirken kann. Also das ist unglaublich, was man in die Praktikas da erleben darf und auf was man sich dann freuen kann im Berufsalltag. Die größte Herausforderung ist, dass man, glaube ich, selber seinen Weg definiert, wie man sich selber in der Pflege sieht, wie mein eigenes Bild eigentlich von mir selber ist, also meine Motivationslage, und dann das zugleich auch anwendet, also seiner Linie auch treu bleibt, aber zugleich auch maximale Empathie und Wertschätzung dem Gegenüber halt signalisiert. Und zusätzlich ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung, durch das, dass man sehr viel Praktikas hat, sehr viel Theorie, dass das sozusagen im Praktikum speziell ein sehr starkes Spannungsfeld erzeugt und also zwischen die verschiedenen Professionen, aber zugleich mit der eigenen Profession, der Pflege, und als Studierender dann eigentlich als Auszubildender noch, der nur ein bisschen in den Kinderschuhen eigentlich steckt und da halt seinen Weg finden muss. Also das ist die größte Herausforderung, ist aber zugleich auch das Schönste, weil man auf einmal voll an sich selber arbeitet, weiß, wie man mit wem unterschiedlich kommunizieren kann und zugleich auch definieren kann, was ist die Pflege. Also das ist eigentlich das Schönste daran. Also es geht darum, dass man die Kompetenzen erlernt, die eine Pflegeperson im Alltag dann braucht, im Berufsalltag. Und das schaut so aus, dass man eigentlich Menschen in jeweiligen Notsituationen oder in bedürftigen Situationen in einem Lebensweg sozusagen begleitet. Das ist das, was man die 6 Semester an Werkzeugen oder Fertigkeiten angeeignet bekommt. Der Studienalltag schaut so aus, dass man eigentlich die jeweiligen Semester, also die 6 Semester in Summe, dass die immer aus einem Theorieblock bestehen, das sind ein paar Wochen, und anschließend folgt immer ein Praktikum, und somit gelingt der Transfer von dem, was man im Theoretischen gelernt hat, also sei es Kommunikationsstrategien, sei es medizinisches Wissen, aber ganz speziell auch das pflegerische Wissen, also unsere Kernkompetenz, dass man das dann auch eben anwenden kann. Und das Schöne ist, dass dann anschließend meistens immer Praktikum ist und dort dann das, was man halt gelernt hat, versucht hat anzuwenden. Also beginnend ist das Studium grundsätzlich, dass man wirklich einmal den Einblick kriegt, wie ist die Physiologie vom Körper, wie ist die Psyche, also die Psychosomatik eigentlich, diese 2 Komponenten, lernt er, was eigentlich Pflege im grundtheoretischen Ansatz bedeutet. Und dann geht es immer mehr vertiefend in die Materie. Und das Schöne ist eben diese Praxis- und Theorieblöcke. Und zugleich ist der Schwenk dann meistens hinüber, dass man dann auf einmal vernetzt denkt und weiß, es ist zum Beispiel diese Symptomatik bei einem Menschen mit einer Beeinträchtigung oder was auch immer, und dass man dann auf einmal weiß, was zu machen ist. Also man kann sich so viele Sachen dann auf einmal herleiten und weiß auf einmal aufgrund seiner Erfahrungen im Praktikum, also eigentlich Berufserfahrung, weiß man dann, was mit was eigentlich gemeint ist. Freude am Leben, dass man Interesse hat, was die gegenüberliegende Person für eine Lebensgeschichte hat, dass man da
einfach wie ein Schwamm gern die Fragen aufsaugt oder Fragen rauswirft und das aufsaugt, diese Information, und die dann halt auch konstruktiv verwertet und dann schaut, dass man gemeinsam mit dem jeweiligen Menschen Strategien erarbeitet, wie er halt oder wie sie die Gesundheitskompetenz stärken kann und einfach den Lebensweg weiter bestreiten kann. Ich bin aufgewachsen am Land, im Mühlviertel, also wie man es wahrscheinlich außerhört, und bin dann natürlich über die Grundschule und hin bis zur Oberstufen in einer HTL für Grafik- und Kommunikationsdesign in Linz gewesen und habe gedacht, das ist mein Weg. Und anschließend habe ich halt dann im Zivildienst machen dürfen. Das war zum Glück beim Roten Kreuz, also als Rettungssanitäter. Und habe da für mich erkannt, dass das der Bereich ist, wo ich eigentlich mein Leben verbringen möchte, wo ich arbeiten möchte und meine Berufung auch sehe. Und davor waren aber nur ein paar Jahre, wo ich halt im Grafikbereich gearbeitet habe, weil ich mir noch nicht so sicher war. Da ist dann aber dann weiter konkreter geworden und habe ich dann auch in einer Arztpraxis zum Beispiel gearbeitet. Und dann habe ich gewusst, ich möchte gerne eine umfangreiche Ausbildung machen. Und zuerst hätte ich gerne Medizin gemacht, habe aber dann mich für Pflege entschieden. Und jetzt nach die 6 Semester in der Pflege, in der Gesundheit- und Krankenpflege, weiß ich, dass das genau die Erfüllung ist, nach der ich mir gesehnt habe. Also die Berufung, die ich gerne ausüben möchte. Also Mühlviertel ist aufs Hackeln, dass ich das anwenden darf, was ich jetzt gelernt habe, dass ich dann auch als gleichwertige Pflegeperson auch in meinem Berufsfeld angesehen werde und mit meinen Kolleginnen und Kollegen im selben Boot was bewegen darf. Also das ist vielleicht führt zum zweiten Punkt schon. Ich möchte die Pflege halt auch versuchen, dass wir es gemeinsam vorantreiben, dass wir Innovationen schaffen, dass wir zeigen, was wir wert sind, was wir können und was wir mit den jeweiligen Menschen, die wir betreuen, gemeinsam bewirken können. Also was da für extreme Energie und Kraft entsteht. Und der dritte Punkt, das wir nicht so lange ausführen, ist einerseits, ich freue mich halt voll auf das, was ich dann in der Freizeit auch betreiben darf. Also ich finde das Arbeiten primär ganz wichtig, aber zugleich, dass ich die Freizeit, die mir zur Verfügung steht, auch effektiv nutze, mit in der Natur sein, Klettern, Radfahren, Fußball spielen, Rennen gehen und Musik hören und Zeit, ganz wichtig, Zeit mit meinen Liebsten halt verbringen.